Hallo, mein Name ist Ben von der Firma RESQ in Blieskastel. Wir sitzen in den Lohgärten 24 in 66440 Blieskastel. Und wenn ihr ein defektes Gerät habt oder eine Datenrettung benötigt, dann könnt ihr euer Gerät gerne hier vorbeibringen. Während der Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Alternativ, wenn ihr nicht hier aus der Nähe kommt, gerne unsere Webseite nutzen, resq-repair.com und dort ganz einfach auf Auftrag erfassen klicken. My name is Ben. Hi, I'm from RESQ Germany, and if you want to mail in your device for data recovery or repair easily, you can just use our website resq-repair.com and click on create order. And today I got an interesting thing for you. So we got an iPhone 7. The board came in, only the board. The stickers on the back side are missing. Somebody already tried to change TriStar. The board looks a little crappy and data are important. We have a stock at 25 milliamps and customer needs the important data. Also wir haben heute ein iPhone 7 Logic Board, es wurde von einem anderen Händler eingesendet, der bereits an der Platine gearbeitet hat. Es fehlen die Sticker hinten. Man sieht, dass gearbeitet wurde. Der USB Controller IC TriStar wurde bereits ausgetauscht. Das Gerät hat einen Stock bei 25 mA und die Daten sind wichtig. In solchen Fällen suche ich gar nicht mehr weiter. Es haben Vorarbeiten stattgefunden an der Platine. Das Ganze sieht nicht so toll aus. Es wurde bereits rumgelötet. Also was machen wir? Wir bieten dem Kunden hier immer einen sogenannten Board Swap an. Das heißt, wir übernehmen die funktionskritischen die für den Datenerhalt notwendigen Bauteile, nämlich die CPU, das Logic-EEPROM und den NAND-Speicher, quasi die Festplatte. Das übernehmen wir auf eine andere Platine, auf ein iCloud-Board, das ich bereits vorbereitet habe, um dann das Gerät zu booten und die Daten zu ziehen. So in these cases where others already worked on the board, I don't search a minute on the board. I just swap the board fast. I use the CPU, the NAND and the Logic-ROM. I get it to another iCloud board just to save data, important data for the customer. And we will do that now, no problem. So I'm just looking to this because I just swapped the board here yeah, it's just I just had to do an update. I just swapped the board on the iPhone SE for data recovery and I was waiting for that, but now the update was successful and the device boots and we will have access to the important data. Also ich habe hier noch ein iPhone SE liegen, da habe ich auch gerade einen Board Swap gemacht nach einem schlimmen Salzwasserschaden. Habe jetzt hier noch ein Update fahren müssen, weil das Gerät noch geloopt hat. Das Ganze ist erfolgreich abgeschlossen. Retain User Data Flash completed und wir haben hier Zugriff auf die wichtigen Daten. So it was saltwater damaged iPhone SE. I just swapped the board and we got access to the important data. Here we got the board. This is my prepared board, my prepared iCloud board for the iPhone 7, and this is the iPhone 7 board. Where you see already some others worked on the board. So we just start by taking off the EMI-Shield, getting down the CPU, getting down the Logic-ROM, getting down the NAND, solder that shit to the other board and get access to the important data. Also was wir jetzt hier machen müssen, als allererstes ist das Shield auf der Frontseite, das EMI-Shield auf der Frontseite entlöten. Das machen wir jetzt allererstes, ja? Ich werde übrigens heute diese Matte, diese blaue Matte nochmal tauschen gegen meine gute alte grüne. Ich bin absolut nicht zufrieden mit dieser blauen Matte. Da ist unheimlich viel Weichmacher drin, ne? Das heißt, wenn ich hier irgendwas abstelle mit Gummifüßen, dann habe ich hinterher sofort gelbe Verfärbungen und sie ist extremst hitzeempfindlich. Bei meiner grünen Matte, da konnte ich auch mal mit der Heißluft drauf, da ist gar nichts passiert. Hier bekommt ihr sofort Wölbungen rein und es ist gar nicht schön. So I will change that blue mat to my green mat again because this is not good. So it's not heat resistant and I don't want to use it anymore. So after this, today is Friday, I want to stop my work today and just clean my table completely and renew the mat. So, einmal reinigen hier, just one time cleaning. And now it's all about getting down the CPU.
So, jetzt nehmen wir die CPU runter. We just have to heat it up, also wir müssen das Ganze einmal warm machen. Klar, ohne Heißluft funktioniert es nicht. Beim iPhone ist es so, dass mehrere Komponenten auf dem Logic Board aneinander gekoppelt sind und die sind auch nötig, um die Daten zu erhalten. In dem Fall die CPU, das Logic-EEPROM werden gebraucht, damit der NAND-Speicher quasi entsperrt werden kann. Ja? Master Key Encryption. So, to save data on an iPhone, it's always important to have several components. They work together: the CPU, the Logic-EEPROM and the NAND. Just need to get this out here. Okay. I just give a fuck about the coils and everything on the board. It's just about getting the CPU out in a good condition, like that. Just have to take a picture for Instagram. Also mich interessiert nicht, was darum irgendwie in irgendeiner Form passiert. Mir geht es hier wirklich, ich mach das mal aus hier, mir geht es hier wirklich nur darum, die CPU sauber rauszubekommen und natürlich den NAND-Speicher und dann das Logic-EEPROM gerade umzusetzen. So, now we just get out the NAND. Jetzt nehmen wir den NAND-Speicher raus. Das ist quasi die Festplatte von dem Gerät. Man kann den nicht einfach auslöten und dann auslesen, dann bekommt man nur die Underlying Data, sprich die Wi-Fi und Bluetooth MAC-Adresse und die Seriennummer, ein paar andere Informationen, aber keine User-Daten. Ja? Dazu braucht man die CPU, das Logic-ROM und das Gerät muss starten. So, you can't read the data out of the NAND without having a CPU and a Logic-ROM. We need a booting device with the right CPU and the right matching Logic-EEPROM to get access to the important data. Like this. I don't care about the capacitors and anything. Also mir ist völlig egal, was mit den Kondensatoren und so weiter und so fort ist. So now we just do the following. We have a Logic ROM here on this board. Oh, before we can see if we can copy the Logic ROM data. Also wir können auch einmal schauen, ob wir ganz einfach die Logic ROM Daten umkopieren können. Do I have a module for that? Ich suche nur gerade nach einem Modul. 8er. Ne, wir löten es um. So we just solder it. So that is what I do normally. Normally I always solder that ROM. Okay, that's the old one. Now we just get the new one to the... We get that ROM here. Okay, here we are. And we get that ROM to this board. Also wir müssen das ROM quasi einmal umsetzen von einem auf das andere Board. Okay. Now we have the ROM here. And it looks good. Also wir haben das ROM umgesetzt und das passt soweit.
Alles gut. So, let's have a look. Yeah, one ball was a little big. I just want to see if it got complete connection. That's what I thought. One point was a little big. This one here. Come on. Hey, what is happening here? Oh, okay. Looks pretty okay. But why don't you want to sit down? So I just do it in another way. Hast du die Lötspitze, die ich dir vorhin gegeben habe? I just need another tip for my solder iron. Sorry, people. Normally, things like that don't happen. So, ich muss gerade noch was umswitchen hier. Ja, so. Ich glaube, jetzt sieht es besser aus. I think now it looks a little better. Okay. Such a long time on the Logic-EEPROM. So lang braucht man normal nicht am EEPROM. So, I think now we are fine. Ich denke, jetzt passt's. Okay, let's have a look from the side. Schauen wir einmal von der Seite nochmal drauf. Oh, ich denke, jetzt ist das okay. So, now we just prepare the CPU. After we spend a lot of time on the Logic-ROM. Also, jetzt haben wir sehr viel Zeit zugebracht an dem Logic-ROM. Jetzt bereiten wir die CPU vor. Das heißt, wir gehen einmal mit dem Messer rundum. We just use the knife to go one time around the CPU. Just to take care that we have no glue. Also, wir wollen den Kleber einfach einmal an den Seiten reinigen. Just take a new plate. Ich nehme einmal eine neue Klinge dazu. Okay, and now we clean the CPU. Jetzt reinigen wir die CPU. I just take some solder paste for that. Ich nehme dafür ein bisschen Lotpaste. And some heat. Some preheat for doing that. And a brush.
Jetzt verteilen wir die Lotpaste einmal. Just take the paste to the whole CPU. Okay. And we wait. Wir warten kurz. Now gently clean. Jetzt reinigen wir vorsichtig. Gently clean. Ja, wirklich vorsichtig reinigen. Okay, we're done. Also, jetzt sind wir fertig. And we take it out. So, jetzt nehmen wir den raus und reinigen den einmal mit der Bürste. Und now we take the brush to clean. Okay, looks good. Both sides need to be cleaned. Also wir reinigen beide Seiten. This is my dog Apple and my other dog Susa. Apple, come here. Come here. Oh, he doesn't want to at the moment. Okay. He's just laying here and enjoying the day. So. Wie sieht das aus? Gut, wir haben alle Pads. Ja. Ich denke, das ist wirklich sauber und ordentlich. I think that's pretty clean, and we got all the important pads. So we cleaned the CPU faster than we put the Logic-ROM from one to the other board. Also wir haben den CPU schneller gereinigt, wie wir das Logic-ROM von einem auf das andere Board umgesetzt haben. Das war schon eine miese Vorstellung. Aber kommt auch mal vor. So, jetzt versiegeln wir hier. We just seal it with UV. We seal the mask. And we use UV light. Ja, und jetzt benutzen wir UV-Licht. Währenddessen reinige ich schon mal den NAND um. While that, I just clean the NAND one time around for the glue.
Okay. And we take some toilet paper and a stencil. And I really love the new tool stencils. They are just crazy. Und ich liebe wirklich die neuen Tool stencils. Die sind wirklich geil. Die sind wirklich richtig geil. And like I said, it's not about a stencil, but even if you got a good stencil, it's cool. Es geht nicht nur um den Stencil, klar, aber die Stencils hier sind wirklich einfach mega geil. Gefallen mir super gut. So you see, it's 2D. One little piece of dirt. Ein bisschen Schmutz war da noch drin. Hallo. So. And we need some solder paste. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Lotpaste. Frisch aus dem Behälter, just fresh paste, always fresh paste. I never use dried paste, old paste. I always use fresh paste directly out of the bottle. Also ich benutze nie irgendwie ewig getrocknete, erwärmte Lotpaste oder was weiß ich was. Da gibt es ja viel im Internet, die sagen, erwärm die, leg die hin, lass die liegen. Alles Schwachsinn. It's all just like use a fresh paste and done. Don't trust people, they say you have to try it with hot air and let it staying on the air, and no, just use fresh paste every time. Like you see, it's great. And it's not about the paste. So you can use every 183 paste. Works good. Now we need tweezers. Jetzt machen wir wieder Pinzette und Heißluft. And hot air. Right temperature setting. Go back where it should go. Okay, eine Kugel, wie ihr seht, die soll da rein. Okay. Now we just reflow again. Jetzt ein kleiner Reflow. We got some dirt at one point. Here. And this looks pretty good. Now just about this point here, give it a kick. And let it connect. Okay, wait a short time. Also da war ein bisschen Dreck drunter. Den haben wir beseitigt. Und jetzt einmal reinigen, anheben. Und wir haben ein schönes Ergebnis, denke ich. And we got a good result, I think. Just use one time brush and after that give it a reflow with flux. Ja, jetzt mal einmal sauber.
und dann ein Reflow mit Flux und dann sind wir damit fertig. And then we are done with that. Here's my flux, okay. Flux. Dann you can see all the balls same sized. And we can move the CPU to here and just give the NAND a quick reball und einmal ein NAND reball. Like this and just give hot air on. Also einmal ein bisschen Lotpaste auf den NAND und einmal Heißluft drauf. Dann erledigt. Flux, just a little flux and reflow. But just to get the flux in all the areas like this, it's okay. Also wir müssen nur einmal schauen, dass wir das Flux überall hinbekommen. Dann können wir wieder ein Foto machen. And now we can set it to the new board. Und jetzt kann das Ganze aufs neue Logic Board drauf. Einmal der Speicher. One time. What about this here? Okay, don't want to have it here. So now we just heat up the NAND. (183) needs a time. Also 183er braucht kurz. Dann NAND is on. Cool down. Control the value on power supply. Dann kontrollieren wir einmal den Wert am Labornetzteil. Ist noch sehr heiß. Deshalb warten wir kurz. It's just very hot, so we need to wait a short time. So we can see the right value. Again, oh, it's hot, but it's okay now. Dann, also, das passt und jetzt können wir die CPU hier verlöten. And now we can just solder down the CPU. Just need to clean the board one time again. Machen hier einmal das Board noch ein bisschen sauber. Like that.
one picture with the CPU on. And we get it down to the board. Ja, und jetzt hauen wir das Ding aufs Logic Board drauf. Just need to clean one time in one area. Just saw it now. Okay, better. Now we get it down. Looks okay, I think. Ah, das sieht ganz gut aus, denke ich. Und wir können die CPU verlöten. CPU moved a little bit, so my placement was not perfect, but okay. Because it moved, we know now it's done with melting of the solder, and as we can see, it's soldered down good. Okay, so also das sieht jetzt ganz gut aus. Und jetzt nehmen wir das Ding direkt rüber auf die On-Hands. Und wir nehmen uns einen Bildschirm. Just take a screen. And we take power supply cable. So. And wait a short time. Boom! We see an apple. You see? So we got a booting device. Let's wait for a boot up because I need to check if any private pictures are in the background, okay? So, but you see, there is an apple. I just wait for a boot. Just wait for a complete boot. Still the apple. Value is okay, so we should see something within the next seconds or minutes, and here we are. Okay, so I can use the touch, just have to take a look for the code. So we have swapped the CPU and the NAND and the Logic-EEPROM for getting access to the important data. We had a stuck at 25 milliamps. We had prior repair attempts for the board, and now we are here again. So I just turn off the phone now. You see it works pretty okay. And that is what I wanted to show you. Also, wie ihr gesehen habt, ist sowas hier bei uns im Hause Tagesgeschäft möglich innerhalb kürzester Zeit. Wir hatten hier ein iPhone 7 Logic Board eingesendet von dem Händler, stuck 25 mA, überhitztes Board, schon am TriStar rumgelötet, ja, irgendwie schon gereinigt, was auch immer. Ich weiß nicht, was vorher mit dem Gerät war. Fakt ist, der Kunde hat die wichtigen Daten gebraucht und wir konnten die im forensischen Board-Swap-Verfahren somit ordentlich und sauber retten. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was alles möglich ist, ja, und dass Dinge möglich sind, die eventuell irgendwo anders eben nicht funktionieren. Wir haben hier 100% Erfolgsquote bei intaktem CPU, intaktem Logic-ROM und intaktem NAND. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mit die höchste Erfolgsquote in diesem Bereich. Von daher, wenn es um Daten geht, dann vertraut auf RESQ, weil wir können euch wirklich helfen. So, you saw, it's just a process which we do every day, and we have highly optimized that, so we have the mostly high success rates in this business for the CPU swaps. As long as the CPU, the NAND and the Logic-EEPROM are physically okay, we give you 100% guarantee that it works. So if you need your data
it's about rescue, okay? I'm out. I wish you a nice weekend. I hope you liked the video. Give me a thumbs up, give me comments, subscribe to the channel, help to make it bigger. And I would be very happy if you would buy an ICC Pro, a tool which every technician in the whole world needs on his table, in my opinion. Just go to unionrepair.com, mobilecentrics.com, or if you're in Germany, you can order from iccpro.de if you want. I would be very happy to see you at our Facebook group, Smartphone Repair Group Germany, but please answer the questions, otherwise we can't accept you, and check Fixdesk on fixdesk.de. So, also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video kommentieren würdet, liken würdet, den Channel abonnieren würdet und das Ganze helfen würdet, größer zu machen, indem ihr es teilt. Dann, wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr gerne einen ICC Pro bestellen, auf iccpro.de, unionrepair.com, mobilecentrics.com oder einem der anderen Reseller. Ich würde mich freuen, euch in unserer Facebook-Gruppe zu sehen, Smartphone Repair Group Germany, Fragen beantworten, damit ihr zugelassen werdet. Und wenn ihr eine Reparatursoftware braucht, die wirklich geil ist, mit inkludierter Kasse, TSE-konform, dann fixdesk.de. Ich bin raus, wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Ben, und wenn es um Daten geht, seid ihr bei RESQ an der richtigen Adresse. Ciao.